Ja, hallo. Jetzt mache ich noch einmal dieses Video zu dem Thema kleiner Esel. Und zwar möchte ich die Geschichte noch mal erzählen, die ich mal erlebt habe. Ich fädele hier ein Video ein oder hänge es hinten an, das ich mal vor einigen Jahren gemacht habe. Und der Film ist eigentlich, ich glaube, 12 Jahre alt. Das hänge ich hinten an. Also ich erzähle noch einmal diese Geschichte. Das ist so, dass ich morgens früh aus dem Haus komme, aus der Haustür komme und ich möchte zu meinem Auto gehen. Und in dem Moment kommen die Esel meines Vermieters auf mich zu. Auch ein kleiner Esel, der gerade eben erst geboren wurde. Vielleicht 1 oder 2 Stunden zuvor ist er geboren. Dann kommt er zu mir gelaufen und wie man sieht, läuft er temperamentvoll und voller Lebensfreude des Weges und an mir vorbei. Und dann bremst er aber ab. Er hat etwas bemerkt. Er hat mich bemerkt. Dann bremst er ab, kehrt noch einmal um, schaut mich an und kommt dann zu mir und schmust an meinem Bein. In diesem Moment sage ich Mike zu ihm. Ich fühle die Seele eines kleinen Jungen, der gar nicht so lange Zeit zuvor an Leukämie gestorben war. Es war ein kleiner Junge, der fast jeden Tag bei mir im Jugendtreff war, der erkrankte und die Therapie nicht überleben konnte, der also gestorben ist. Und ich habe aber seine Seele gefühlt. Ich habe sie in dem Augenblick gefühlt, als der kleine Esel an meinem Bein schmust. Und darum sage ich, Mike, rufe ich ganz erfreut und erstaunt, weil ich ihn so intensiv fühle. Und der Esel, der ja umgekehrt hat, hatte mich bemerkt und aus irgendeinem Grund muss es ihn bewogen haben, dass er zu mir geht und an meinem Bein schmust, so als wären wir enge Vertraute. Dabei ist es aber unsere allererste Begegnung. Und darum möchte ich dieses erzählen. Und diese Geschichte hat noch einen Vorspann, und zwar ist das, dass dieser kleine Junge, der gestorben war an Leukämie, auch offiziell begraben wurde und auch von der Schule gab es eine Trauerfeier für den Jungen. Da bin ich auch anwesend gewesen und während dieser Trauerfeier sagte die Schulleiterin in ihrer Ansprache: Lieber Jesus Christus, nimm Mike mit in deine Welt. In der Welt der Menschen ist er nicht glücklich gewesen. Dann hält sie weiter ihre Ansprache und nach ihrer Ansprache, es ist in der Aula, es sind also viele andere Schüler da und auch Erwachsene. Nach dieser Ansprache kommt der Vater des kleinen Mike zu mir und sagt: Andreas, als Mike im Sterben lag, hat er seine Hand nach dir ausgestreckt. Ja, da war ich natürlich baff und
was war das für eine Message jetzt in all dem Wirrwarr? Diese Message, dass Mike seine Hand nach mir ausgestreckt hat. Ich bin ja nicht sein Vater. Und trotzdem hat sein Vater das so interpretiert und mir so mitgeteilt. Und das wollte ich gerne sagen. Und dieses, dass er zu mir gekommen ist, der Esel, das war wieder ganz eng in diesem Geschehen, dass Mike gestorben war und es gab eine Trauerrede in der Schule. Es gab die Begegnung mit dem Vater, es gab die Message von dem Vater, es gab diesen Satz der Schulleiterin an Jesus Christus geleitet und die Betonung darauf, dass Mike nicht glücklich gewesen ist in der Welt der Menschen. Ja, Mike war noch ein kleiner Junge, ich glaube 7 Jahre alt, als er gestorben ist. Ja, da kam alle Hilfe zu spät oder es war eben nichts zu machen. Mir ist dieses aber wichtig. Ich habe das schon mehrfach als Video gepostet. Es ist mir wichtig, das noch einmal neu, frisch zu posten, damit es nicht verloren geht, weil es so ist, es zieht einen aus dem Alltag heraus, aus unserem kleinen, engen, popeligen Alltag, den wir Tag für Tag zelebrieren, so als gäbe es nichts anderes. Und 100-mal und 1000-mal und immer wieder dasselbe und immer wieder dasselbe. Und dann geschieht so etwas, das reißt einen völlig raus auf einen anderen Level, sozusagen in eine andere Welt. Und das war ein sehr schönes Geschehen. Das hat mich sehr gefreut. Es hat mich sehr gefreut, dass der kleine Esel zu mir gekommen ist und dass er so erfreut an meinem Bein schmuste. Ja, das wollte ich jetzt noch einmal sagen. Ich hänge dieses Video jetzt hier an und hoffe, dass es Mike gut geht, egal in welcher Gestalt er ist und wo er ist. Wünsche ich ihm alles Liebe. Das wollte ich gerne noch einmal sagen. Und ich bin ja jemand, ich glaube daran, dass wir weiterleben und dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich glaube, das, was wir so furchterregend als Tod interpretieren, dass das erstmal auf lange Sicht nicht geschieht, sondern wir geben unseren Körper ab. Unser Körper, der fault dahin, kann man sagen. Wir geben ihn ab und er verwest. Was übrig bleibt, sind die Knochen. Aber ich glaube, dass unsere Seele lebt und unser Geist lebt und wir leben weiter, in welchem Körper auch immer und wo auch immer. Das glaube ich. Und darum ist es für mich gar nicht schwer zu glauben, dass Mike wiedergeboren ist als Esel, als lebensfroher Esel, der keine Lust mehr hatte, in der Welt der Menschen zu leben und vielleicht deswegen auch krank geworden ist. Das Leben in der menschlichen Welt hat ihn krank gemacht. Das
unglücklich sein in der Welt der Menschen. Man braucht sich ja nicht zu wundern, wenn man die Welt betrachtet und gerade in den letzten Jahren und Tag für Tag, da kann sie einem ganz schlicht und einfach auch überdrüssig werden. Und es ist eigentlich immer wieder neues Entsetzen, was kommt. Darum war dieses eine sehr, sehr tolle, schöne Begebenheit. Es war toll, dass ich gerade ein Fotoapparat dabei hatte. Ich konnte dieses Video machen. Ich habe den kleinen Esel gefilmt. Für mich ist das alles denkbar, alles möglich. Ich glaube an Wiedergeburt und ich glaube, wenn wir unseren Körper abgeben, danach leben wir weiter. Wie wir so schön sagen, ob auf der Erde oder im Himmel, das ist egal. Unsere Seele ist dieselbe und unser Geist ist auch derselbe. Das glaube ich, das wollte ich jetzt einfach nochmal sagen und noch einmal filmen. Und alles Schöne und alles Liebe, lieber Mike, wo immer du sein magst. Und all ihr Kinder, alles Liebe, lasst euch nicht fertig machen von dieser Welt. Ja, und ich sage Tschüss und Ciao.